Wir kommen zu Off hoch 2 Spezial. Ja, und diesmal geht es um Technik, aber auch um ein Event, nämlich ein Event, der ohne die Technik gar nicht möglich gewesen wäre. Am 24. Februar 2025 habe ich wieder mein Super 8 Sofa-Kino präsentiert. Diesmal allerdings an einem Ort der Hochkultur, ja, und zwar im Foyer des Staatstheater Darmstadt. Sowas ehrt natürlich das Super 8-Format, in so einem Umfeld präsentiert werden zu können. Das Foyer des Staatstheaters war allerdings eine Herausforderung, denn auf der einen Seite war es schön modern, hell getüncht, mit einer ganz hohen Decke und auch sehr viel Streulicht. Denn ein Foyer ist gleichzeitig ein Fluchtweg und der muss natürlich beleuchtet sein. Dazu noch eine sehr, sehr große Leinwand, also mit einem normalen Wohnzimmerprojektor wäre das nicht gegangen. Ja, dieses Event war tatsächlich durchführbar mit Super 8 aufgrund von Tata! Ja, das ist er. Ein Elmo GS 1200, allerdings Spezialumbau auf HTI. Ja, das Gerät ist in einem absoluten Top-Zustand. Ja. Das habe ich bei Mario Gärtner bestellt. Der hat auch das Gerät, das Grundgerät zur Verfügung gestellt in einem, ja, wie ich schon gesagt habe, wunderbaren Zustand. Kaum Abnutzungserscheinungen. Er hat auch wirklich alles super überprüft und hat sein absolut Bestes da reingelegt mit einer 1.0er Optik. Ja. Und wenn wir den jetzt mal aufmachen und reinschauen, dann sieht der eigentlich genauso aus wie ein ganz normaler Elmo GS. Nur, dass hier jetzt hinter der Abschirmung die HTI-Lampe verborgen ist. Die hat 250 Watt. Er hat es mal durchgerechnet, der Mario, und hat gesagt, er hat in etwa 1300 Ansilumen. So, und ist damit zwischen 2 und 3 Mal heller als jetzt ein Elmo GS mit einer 200 Watt Birne. Das ist schon ein Wort und das funktioniert auch super. Der ist extrem hell, läuft wie am Schnürchen und ist allerdings natürlich auch etwas lauter. Und dann schauen wir uns jetzt natürlich auch noch an, wie die HTI-Lampe aussieht. Ich mache jetzt mal da vorne auf. Ja, also ich als Laie, für mich sieht es ja fast schon unspektakulär aus. Ja, auch wenn das ja alles neu gemacht ist. Von daher, coole Sache. Man sieht also schon, das Ding ist technisch sehr, sehr gut umgesetzt. Mit viel Know-how. Allerdings muss ich sagen, dass der Weg dahin ein schwieriger Weg war, ja, so nach dem Motto, über 7 Brücken musst du gehen. Dann, ich habe den bei Mario bestellt und zwar vor 2 Jahren. So, warum das 2 Jahre gedauert hat, bis ich den tatsächlich bekommen habe, lag aber nicht an Mario. Der ist letzten Endes auch einer derer, die da darunter gelitten haben. Er hat den Projektor zum Umbau an einen Subunternehmer weitergegeben. Der hat insgesamt Aufträge bekommen für, wenn ich mich nicht täusche, 7 Geräte. Und das ist jetzt der erste, der fertig ist, weil als er damals den Auftrag bekommen hat und auch das Geld bekommen hat dafür, hat er erstmal nichts gemacht. Ja, und zwar richtig nichts, und zwar eigentlich gar nichts. Bis irgendwann halt aufgrund von Unzufriedenheit meinerseits und dann halt auch ein bisschen Druck machen, er doch in die was getan hat ihn dann allerdings nach über 1,5 Jahren als fertig ausgeliefert in den Zustand, der nicht akzeptabel war, ja. Und erst mit Hilfe von anderen noch zusammen hat er es dann geschafft, das Gerät fertigzustellen auf einem Level, dass es wirklich einsetzbar ist und dass es auch gut ist. Und da bin ich sehr froh drüber. Aber wenn ich es vorher gewusst hätte, was für ein Theater das ist, ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Ne? Ich mache es mal wieder zu. Und ist dabei etwas lauter, weil wenn man den anmacht, geht halt der Lüfter gleich auf 100%. Dann kommt noch der Lüfter vom externen Netzteil dazu. Das haben wir hier.
Das ist das externe Netzteil mit einem Lüfter. Ja. Das ist auch ein ganz modernes Netzteil mit einem Zählwerk hier, wo man sehen kann, wie viele Stunden die Lampe schon gebrannt hat. Ja. Die hat ungefähr eine Lebensdauer von Pi mal Daumen 300 Stunden, was allerdings grundsätzlich kein Problem ist, weil das ist ja kein Gerät fürs Wohnzimmer, sondern nur für große Veranstaltungsräume. Der ist hier verbunden mit so einem Stecker, ja, und dieser Stecker, der wird an der Rückseite vom Gerät, da ist nämlich was dazugekommen, das vorher nicht da war, hier eingeschraubt. Ja? Der wird hier eingeschraubt und dann bezieht das Netzteil über den Projektor seinen Strom, ja, für die HTI-Lampe. Und das macht natürlich ein bisschen Geräusche. Das Gerät ist, wie gesagt, im Grundbetrieb etwas lauter als üblich, weil es eben die Lüfter hat. Was noch dazu kommt, ist durch die Verlegung diverser Stromkabel in dem Gehäuse drin entsteht, wenn man die Lautstärke ganz weit aufdreht, ein Störgeräusch, und zwar ein ganz hohes Summen. Ja, das hat was mit der Abschirmung zu tun. Das ist allerdings tatsächlich nur im Extremfall hörbar und lässt sich auch ganz gut wegdrehen, denn wenn ich so eine Veranstaltung mit dem Gerät fahre, dann schließe ich den Elmo GS über Klinke an so ein Mischpult an. So. Und aus dem Mischpult gehe ich dann mit Cinch raus in die Anlage der Location oder einen externen Lautsprecher. Und das funktioniert sehr gut. Und da kann ich eben dann auch, wenn es wirklich notwendig sein sollte, ich meine, Super 8 Kopien sind ja nicht immer 1:1 optimal, kann ich trotzdem noch dieses Störgeräusch ganz gut rausfiltern. Und damit ihr einen Eindruck bekommt, wie laut das Gerät ist, schließe ich es jetzt mal an. So, dann machen wir es jetzt mal an. So, das ist jetzt also wirklich nur die Lüftung, die da anspringt. Also hier oben kommt es ziemlich rausgeblasen und hier vorne. Das Laufgeräusch selbst vom Elmo GS geht da schon fast unter. Der ist also sehr laufleise in dem Fall. Also, das ist schon ziemlich cool. Die Lampe mache ich jetzt an der Stelle nicht an, denn wenn man die einmal anschaltet, dann muss die 20 Minuten erstmal brennen, soll man also nicht gleich wieder ausmachen. Ja? Das heißt, wenn ich eine Veranstaltung fahre, dann bleibt die ganze Zeit an, die wird gar nicht ausgeschaltet, aber es gibt hier, wenn der Projektor nicht im Wiedergabemodus ist, eine Blende, die runterfährt und dadurch dringt kaum Licht vorne aus dem Objektiv raus. Ja? Das Netzteil ist, wie gesagt, ein ganz modernes. Das ermöglicht es auch, wenn es nötig ist, soll man vermeiden, die Lampe zu zünden, solange sie noch heiß ist. Ja, bei einem Xenon-Projektor ist das ja dann gar nicht möglich. Ja, und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie das Gerät in der Praxis funktioniert. Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir Ihnen allen und freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu unserer wirklich etwas ungewöhnlichen Veranstaltung heute Abend, nämlich echtem Super 8 Kino. Und dazu wird gleich der Auftritt wesentlich mehr erzählen, als ich jeweils könnte. Denn er ist derjenige, der die Filme vorführt und der sie durch den Abend geleitet und auch ein bisschen was dazu erzählen wird. Und die Infrastruktur zum Abspielen solcher Filmkopien entwickelt sich ganz automatisch, denn wer eine Kamera gekauft hat, um seine Familie aufzuzeichnen, benötigt die logischerweise auch ein Abspielgerät. Und gerade bei der Filmkopie als Super 8 wurde damit der große Film von der großen Leinwand ans Wohnzimmer angepasst. Ja, hier haben wir
sieht man jetzt schlecht, ein Eckermann-Schlager, Wohnzimmer mit 73. Und das 35 mm Filmformat auf 8 mm gestreckt. Das heißt, 20 Minuten Film, Film anstelle von 3 Kilo, 250 Gramm. Der Ton aufgespielt auf eine 0,8 mm breite Magnettonspur. Eben passend zum Wohnzimmer-kompatiblen Einbau. Eingequetscht zwischen Kachelkautschuk musste keine Eichenschraube und dabei ein mehrfaches größeres, schärferes Bild projizieren als der luxuriöse XXL-Fernseher seiner Zeit mit 66 cm Bildschirmdiagonale. Ja, was wir heute sehen, sind entweder Kurzfilme im Original oder normale Kinofilme, die für den Verkauf aufzubeachten auf eine Lauflänge von 17 Minuten zusammengeschnitten wurden. Also produziert, weil das Material so teuer war. Also 17 Minuten Film kosteten 149 Euro, D-Mark, 149 D-Mark. Das sind inflationsbereit über 230 Euro. Und das hat man bezahlt, weil es einfach alternativlos war, es gab nichts anderes. Der Preis abhängig von der Ausführung, also mit Ton, ohne Ton, Schwarz-Weiß-Kopie oder Farbkopie, und der verwendeten Menge an Material, das heißt die Lauflänge. Es gab aber auch Filmkopien, die zu längeren Fassungen geschnitten wurden. Ja? Also hier haben wir den nur als 17-Minuten-Fassung, da wurden in solchen Boxen verkauft. Ja? Es gab aber auch längere Fassungen, die dann auf 2 Spuren konfektioniert wurden, die man einzeln kaufen musste, oder auf 3. Oder in ein paar Ausnahmefällen sogar auf 4. Da war man mit 600 D-Mark gebraucht. Und wir beginnen jetzt gleich mit der ersten Rolle. Das ist eine kleine Werberolle. Ja, wir steigen sozusagen ganz das Thema ein mit einer Werbung für Super 8 Produkte und anschließend eine kurze Werbung für Super 8 Filmkopien. Und daran anschließend, das ist alles zusammen gekoppelt auf eine Schule, einen Horrorfilm. Heißt, der geht 2 Minuten, ist selbst erlebt, ja, von einem Filmsammler, der hat mir netterweise zugeschrieben, der hat davon Kopie machen lassen, hat ihn sogar zu seiner Zeit im kommunalen Kino bezahlt. Dann würde ich sagen, Licht aus, Sport ab. Unvergessliche Augenblicke verdienen festgehalten zu werden. So wie hier im Urlaub, in Bild und Ton. Mit der Tonfilmkamera Bolex Makro Zoom von 6 bis 72 mm Brennweite, also vom extremen Weitwinkel bis zum extremen Tele, mit Aufnahme des Originaltons. Oder mit der Stummfilmkamera Bolex Makro Kompakt, der Taschenkamera mit der Leistung einer großen und der Möglichkeit nachträglicher Vertonung. Bolex, perfekte Kameras für perfektes Filmen, hier mit Fernbedienung. So werden Super 8 Filme perfekt, perfekt im Bild, perfekt im Ton. Niemand weiß, welche Burgen und Schlösser es gibt in Deutschland. Bestimmt an die 1000 und mehr. Weil ihm das nicht genügte, hat sich König Ludwig von Bayern vor einem Jahrhundert noch ein paar weitere dazu gebaut. Dauert 6 Tage und 6 Nächte und wer danach nicht erschöpft ist, von dem kann man sagen, er ist nicht mehr zu bringen. Entschuldigen Sie, aber was machen Sie denn da? Das siehst du doch, wir protestieren. Aha. Komm quasi, wir protestieren ein bisschen mit. Hey, das ist Freiheitsberaubung. So, jetzt habt ihr einen Eindruck von der Veranstaltung bekommen und das ist doch echt beeindruckend, was mit Super 8 und so einem Gerät tatsächlich geht. Und deswegen ist es auch der hellste Projektor der Welt.
Wie ihr sehen konntet, war die Veranstaltung gut besucht. Da waren zwischen 60 und 70 Gäste anwesend. Das kam auch sehr gut an. Und ich habe natürlich meinen obligatorischen 12-Minuten-Vortrag zu dem Thema Super 8 Filmkopien gehalten, weil den Anspruch eines gewissen Bildungsauftrages, den stelle ich schon da an mich selbst. Also nicht nur Spaß, sondern auch ein bisschen Infos. Wer jetzt nach den Bildern das Gefühl hat, boah, ich brauche so einen Projektor auch, das ist cool, dem kann ich sagen, Mario Gärtner hat, soweit ich weiß, einen Projektor beauftragt für einen potenziellen Interessenten. Wann das fertig wird, kann ich allerdings leider nicht prognostizieren. Was sehr schade ist. Also ich denke allerdings auch, dass das unter Umständen die letzte Gelegenheit ist, so ein Gerät überhaupt noch zu kriegen, weil so viele Leute machen das ja nicht. Ja? Und über den Mario so ein Gerät zu bestellen, ist eine sichere Bank. Ja? Man muss nur in dem Fall Zeit mitbringen unter Umständen. Das direkt bei dem Dienstleister zu bestellen, davon kann ich nur absolut abraten. Ich bin jedenfalls sehr glücklich mit dem Gerät und freue mich auf die nächste Veranstaltung, an der ich ihn einsetzen kann. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder bei Off Hoch 2, vermutlich mit einer Folge Retro. Bis dahin, ciao.